Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich möchte euch heute meine 3 Top-Turnaround-Aktien vorstellen, von denen ich glaube, dass sie durchaus gute Chancen haben, 2026 ein beachtliches Comeback zu feiern. Welche Aktien das sind? 3 spannende Aktien aus 3 verschiedenen Bereichen, das besprechen wir gleich. Doch zuerst natürlich noch der Risikohinweis, dass alles, was ich sage, keine Kaufs- oder Verkaufsempfehlung darstellt und auch keine Finanzberatung ist, sondern lediglich meine eigene Meinung. So, an der Stelle noch ganz kurz ein Dankeschön an alle Kanalmitglieder, die diesen Content möglich machen. Wenn auch du Kanalmitglied werden möchtest, schau gerne in den Link in den Kommentaren und dann kannst du auch viele Vorteile genießen, wie zum Beispiel Vorabzugriff auf die Videos. So, gehen wir mal rein in das Video mit der ersten Aktie. Und die erste Aktie ist tatsächlich eine deutsche Aktie und das ist Bayer. Warum habe ich Bayer mitgebracht? Bayer ist ja jetzt seit 2015 im Grunde in diesem wirklich sehr, sehr beachtlichen Abwärtstrend. Also wir sind hier im Wochenchart, also das ist ein sehr, sehr übergeordneter Trend. Und hier haben wir jetzt sowas gesehen wie bereits ein Comeback, aber ich glaube, dass wir durchaus 2026 immer noch gute Chancen haben, weiter nach oben zu steigen, um durchaus hier vielleicht wieder die 55 Euro zu sehen, bis 60 Euro, sowas um den Dreh. Es hängt natürlich maßgeblich davon ab, inwieweit die Probleme bei Bayer gelöst werden. Und ich denke, viele von euch oder die allermeisten wissen, warum Bayer diese Probleme hat. Das ist nicht der Standort Deutschland, sondern das ist einfach die große Problematik mit der Klage von Monsanto. Das ist natürlich ein Milliardenrisiko, je nachdem, wie die Klagen jetzt da ausgehen. Da muss man aber jetzt an der Stelle auch sagen, dass es da schon ein bisschen positive Nachrichten gab, als dass wir hier bald zu einer Entscheidung kommen dürfte, die auch kommen dürften, die auch Bayer nicht zu stark belasten sollte. Also da hat sich auch von der US-Regierung, glaube ich, jemand geäußert, dass man hier entsprechend also dass es im Grunde gar nicht mal so schlimm aussieht, wie viele befürchtet haben, weil die Börse hat im Grunde fast schon eingepreist, dass Bayer dadurch in die Knie gehen könnte, was durchaus auch nicht unrealistisch war, aber ich glaube, dass es jetzt so ein bisschen, also deutlich besser aussieht. Und das sehen wir ja auch in der Aktie. Bayer hat darüber hinaus auch sehr hohe Schulden und auch die Pipeline war in den letzten Jahren nicht ganz so prickelnd, waren so Patentabläufe, die jetzt auch anstehen. Man hat einen neuen CEO auf der anderen Seite, was natürlich jetzt die Aktie auch wieder beflügeln könnte. Also hier gibt es einen radikalen Konzernumbau, Profitabilität, Kosteneinsparung und man überlegt sogar hier die Konzernstruktur umzubauen, also dass Pharma und Crop Science getrennt werden, was natürlich auch immer einen Mehrwert für die Aktionäre bedeutet. Und auch spannende Neuigkeiten oder beziehungsweise Chancen bei der Pipeline, gerade auch Forschung und Entwicklung, sieht mittlerweile gar nicht, da gab es einige positive Nachrichten, weshalb die Aktie von Bayer auch ein bisschen beflügelt wurde. So, jetzt gehen wir mal rein in die Chartanalyse. Wie sieht es denn eigentlich jetzt mit der Aktie aus? Ist Bayer jetzt immer noch teuer oder ist Bayer immer noch günstig? Das gucken wir uns jetzt gleich an. Klar, was wir jetzt hier eingepreist haben, ist schon so ein bisschen Positivität, als dass die Probleme gelöst werden. Und die Frage ist jetzt, inwieweit die Aktie jetzt noch Spielraum hat. Und da ist natürlich ganz entscheidend, dass wir hier mal auf die Bewertung schauen. Wenn wir uns mal das Kurs-Umsatz-Verhältnis schauen, dann sehen wir, Bayer war hier kurz, also Anfang 2025, wo wir den Tiefpunkt gesehen haben bei knapp 18 Euro, war Bayer wirklich auch extrem günstig mit dem KUV von 0,4. Also da war die Aktie noch nie. Normalerweise hat sie ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von knapp 1. Und das erwarte ich auch, wenn wir hier die Monsanto-Klage gelöst bekommen. Wenn wir da Klarheit haben, dann glaube ich, dass wir hier ungefähr in so einem Bewertungsniveau hineinkommen. Also das würde bedeuten, dass wir hier entsprechend durchaus Kurspotenzial haben von 50% in 2026. Also durchaus, ja, wenn die Nachrichtenlage entsprechend positiv ist. Und das würde tatsächlich bedeuten, dass wir auch hier entsprechend dann, ich kann es auch mal in den Chart einzeichnen, dass wir hier dann durchaus auch dieses Kursziel von 55 Euro, was ich für Bayer erwarte in 2026, dass wir das dann auch durchaus erreichen könnten. Jetzt gucken wir mal auf die Prognose. Was sehen denn die Analysten? 21 Analysten covern das Unternehmen, die sind natürlich immer noch recht bearisch eingestellt, beziehungsweise die Aktie hat sich ja auch schon ganz gut entwickelt und deswegen wurde das Kursziel eigentlich jetzt schon erreicht. Die Performance auf der Einjahresprognose ist jetzt gar nicht mal so gut. Aber wenn wir weitere neue positive Nachrichten bekommen, dann glaube ich, dann ist es auch
dann muss das neu bewertet werden und die Aktie kann dann hier entsprechend auch deutlich höher steigen. Deswegen, ich bleibe bei meinem Kursziel unter der Bedingung, dass wir natürlich eben diese positive Trendwende sehen bei den Nachrichten, bei der Klagelage auch vor allem in den USA. Und wenn das kommt, glaube ich, ist der Weg relativ frei für dann die 55 Euro. Ansonsten, das kann man sagen, ja gut, die Verschuldung war ja auch ein Thema. Klar, wir haben jetzt, die Verschuldung ist an sich stabil gewesen, aber wir haben natürlich eine deutlich höhere Zinslast. Das heißt, die Zinsen sind gestiegen. Die Zinsen, die man jetzt auf diese Schulden zahlen muss, sind auch gestiegen bzw. steigen auch in der Zukunft, wenn das Zinsniveau weiterhin so hoch bleibt. Und gleichzeitig kämpft man hier mit einer Nettogewinnmarge, die ja im Grunde nicht gerade sehr positiv ist und wenn oder eigentlich mehrheitlich im negativen Bereich. Die freien Cashflows, die lassen auch zu wünschen übrig. Dementsprechend leidet Bayern natürlich fundamental gerade extrem und man ist darauf angewiesen, dass man halt auch neue Produkte aus der Pipeline entsprechend auf den Markt bringt, wo es allerdings, wie gesagt, ganz gute Nachrichten, ganz gute Chancen geben kann hier in den nächsten Jahren. So, kommen wir mal zur nächsten Aktie und das ist auch eine sehr spannende Aktie im Bereich Solar tatsächlich. Und wer hätte das gedacht, dass Solar doch noch Chancen hat? Enphase Energy ist zusammen, oder seitdem klar ist, dass Trump Präsident wird, ist Enphase Energy auch entsprechend kollabiert, zusammen mit anderen erneuerbaren Energienaktien. Und das hat eben auch nicht nur den politischen Grund, sondern eben auch, weil es hohe Lagerbestände gab und die entsprechend den Abschwung durch die gekürzten Förderungen in den USA, das hat eben dafür gesorgt, dass wir ein Überangebot haben, dass ein Preisdruck reingekommen ist und dass eben die ganzen Firmen im Solarbereich da gelitten haben. Das hohe Zinsniveau ist natürlich auch nicht förderlich, weil gerade auch private Hausbesitzer, da ist auch Enphase Energy besonders abhängig davon, ne? Das ist eine große Kundschaft. Und wenn da die Zinsen hoch sind, dann kann man da weniger absetzen. Aber das Zinsniveau sinkt ja weiterhin in den USA. Das heißt, wir haben da positive Tendenzen und auch, die Lagerbestände werden immer weniger. Also das sieht tatsächlich ganz gut aus. Und ein weiterer Faktor, was auch nochmal deutlich Aufschwung geben könnte, ist eben der Bereich der Rechenzentren, wo natürlich viel über andere Energieformen gesprochen wird, aber ich glaube, Solar ist halt eben eine Energiequelle, die relativ einfach zu installieren ist. Klar, hat sie Schwankungen, aber zusammen mit Energiespeichern kann man, glaube ich, hier auch zumindest für eine Übergangszeit entsprechend auch die Rechenzentren mit Strom versorgen. Also es kann durchaus auch sein, dass hier positive Impulse entstehen. Und darüber hinaus hat man auch neue Produkte in der Pipeline und weitere internationale Märkte. Also der Enphase Energy sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Und was mich auch oder was mir besonders gefällt an der Aktie, sind eigentlich die Fundamentalkennzahlen tatsächlich. Wir sehen jetzt hier diesen ewig großen Abwärtstrend seit 2022. Und natürlich haben wir auch hier diese große Delle gesehen. Erstmal beim Umsatz, extremer Umsatzrückgang. Der Umsatz ist wirklich förmlich zusammengebrochen hier mit fast 50% Umsatzeinbruch ist schon enorm. Und obwohl das stattgefunden hat, hat man es geschafft, dass die Nettogewinnmarge sich stabilisiert. Klar, eine kleine Delle, aber das Management hat die Kosten so weit gesenkt, dass man trotz des niedrigen Umsatzniveaus und der schlechteren Skalierungseffekte dennoch eine Nettogewinnmarge von 16% aufweist. Wenn jetzt wieder Schwung reinkommt in den Markt, also dass man wieder Umsatzwachstum hat, dann hat man gute Chancen, besser dazustehen als noch in dieser Phase, weshalb ich für 2026 durchaus positiv bin, mit so einem kleinen Aber. Also es ist wirklich so eine 50-50 Chance. Klar, keine Anlageberatung, aber ich würde Enphase Energy definitiv auf der Watchlist haben und bei Zeichen einer Trendstärke bzw. einer Trendumkehr, dass wir dann hier entsprechend womöglich einen Fuß in die Tür kriegen. Und dann ist tatsächlich auch alles möglich, ja. Wenn das Thema Energie für Rechenzentren und Solar da ins Spiel kommt, dann kann die Aktie auch relativ schnell wieder in Richtung $90 gehen. Das ist alles durchaus möglich, wenn da wirklich wieder Umsatz reinkommt aus dem Bereich, dann kann auch so ein kleiner Hype entstehen und wir sehen vielleicht auch wieder dreistellige Kursziele. Also von dem her ist Enphase Energy sehr, sehr spannend, sehr, sehr chancenreich, aber wie so immer an der Börse, hohe Chancen, hohe Risiken. Es ist auch gleichzeitig nicht ausgeschlossen, dass die nächsten Quartalszahlen wieder desaströs werden und dass wir hier dann entsprechend nochmal tiefere Kurse sehen in Richtung $20.
beides möglich, muss jeder für sich selber entscheiden, wie er sich da positioniert. Ich warte erstmal tatsächlich ab. Ich habe die Aktie aber im direkten Fokus und werde dann entsprechend bei der einen oder anderen Richtung dann tätig werden, wenn es dann ein bisschen mehr, wenn ein bisschen mehr Klarheit herrscht. So, kommen wir nun zur nächsten Aktie. Und das ist eine Aktie, die auch ziemlich Schlagzeilen gemacht hat in der letzten Zeit. Und das ist Oracle. Warum habe ich Oracle mitgebracht? Man hat ja jetzt hier vor allem bei diesem Kursanstieg im September 2025 hat man ja diesen großen Auftrag über 300 Milliarden Dollar von OpenAI verkündet. Dann hat sich das ganze Bild ein bisschen gewendet. Die Börse ist skeptisch geworden, hat kalte Füße gekriegt und hat gemeint, OpenAI kann es gar nicht bezahlen, da kommt nichts. Und diese ganzen Aufträge könnten sich wieder in Luft auflösen. Dementsprechend wurde das alles im Grunde und sogar noch mehr ausgepreist aus der Aktie. Die Aktie ist von ihrem Hoch hier oben jetzt im aktuellen Niveau, also ist bis auf 50% fast gefallen. Und das finde ich doch dann tatsächlich ein bisschen zu scharf, diese Korrektur. Also da hat die Börse meines Erachtens, also der Markt ein bisschen überreagiert. Denn klar ist vielleicht 300 Milliarden Auftragsvolumen von OpenAI ist da vielleicht so ein bisschen, also anders formuliert, es kann durchaus sein, dass nicht alles kommt, aber dass gar nichts kommt, halte ich dennoch für unrealistisch. Und deswegen glaube ich, dass hier eine sehr, sehr gute Einstiegsmöglichkeit ist hier in Oracle. Vor allem, wenn wir uns auch mal die Fundamentaldaten anschauen. Was auch so ein bisschen kritisiert wurde bei Oracle, waren eben auch die hohen Schulden. Das war auch mit einer der Hauptgründe, warum Oracle jetzt auch unter anderem so unter die Räder gekommen ist. Und das ist tatsächlich auch was man auf dem Schirm haben muss, was ich tatsächlich auch ein bisschen bedenklich finde, wenn wir uns mal jetzt hier die Verschuldung anschauen. Und das ist hier unten. Und dann sehen wir, die Verschuldung hat sich seit 2018 von im Grunde 0 auf über 110 Milliarden Dollar aufgebaut. Und um es mal so ein bisschen zu vergleichen, wie viel Umsatz Oracle macht in einem Jahr. Also Oracle macht also knapp 60 Milliarden Dollar Umsatz und um die 12 Milliarden Dollar Gewinn. Also das ist schon eine sehr, sehr hohe Verschuldung, muss man sagen. Und das bringt auch Kosten mit sich. Gerade bei dem aktuellen Zinsumfeld. Wobei dieser Faktor hier tatsächlich auch wieder nicht mehr so relevant werden könnte, was der Aktie dann wiederum Schub geben könnte, wenn die Zinsen weiter sinken. Und das ist ja das, was die Börse im Moment spielt, beziehungsweise worauf man in den USA so ein bisschen hofft, ja, dass im nächsten Jahr, in 2026, die Notenbank die Zinsen weiter senkt. Was natürlich dann auch Oracle zugutekommen würde, um eben diese hohen Schulden, davon nicht zu sehr belastet zu werden. Was natürlich auch schlecht ist, ist wirklich also der negative freie Cashflow. Klar, man investiert jetzt auch viel. Man sieht auch hier, die Nettogewinnmarge macht schon einen Sprung nach oben, aber man hat eben sehr, sehr hohe Investitionskosten auch. Und das ist eben was, wo die Börse ein bisschen skeptisch geworden ist. Aber ich glaube, dass es tatsächlich zu pessimistisch ist, dass man hier ich glaube, das Ganze ein bisschen überbewertet, beziehungsweise zu viel Angst da rein interpretiert von Seiten des Marktes. Und ich glaube, dass es jetzt hier eine ganz gute Chance ist, Oracle zu einem recht günstigen Niveau zu bekommen. Ich glaube schon, dass wenn diese negativen Faktoren, also wenn OpenAI zum Beispiel erstmal an die Börse geht und dann entsprechend auch das Kapital aufbringt. Sie versuchen ja 100 Milliarden Dollar jetzt zu besorgen, dass dann vielleicht die Bedenken auch ein bisschen beiseite geräumt werden und dass dann die Verträge erfüllt werden könnten. Und dann glaube ich auch, dass Oracle definitiv ist nur eine Frage der Zeit. Die Frage ist, ob in 2026 halte ich nicht für unausgeschlossen, also durchaus für möglich, dass wir 2026 sogar das Allzeithoch hier nochmal sehen könnten. Das wären von aktuellem Niveau 80%. Das ist so das Best Case. Ob Oracle jetzt wirklich da drüber steigen muss, müsste man dann sehen. Da halte ich mich dann eher noch ein bisschen zurück. Aber so 80% ist tatsächlich möglich. Grundsätzlich glaube ich nicht, dass wir hier bei Oracle 2026 noch tiefer stehen werden oder Ende 2026, weil eben das große Wachstum im Bereich Rechenzentren weitergeht. Wir sehen ja auch kontinuierliches Umsatzwachstum. Wenn wir uns mal die Umsätze jetzt mal anschauen bei Oracle im Detail, dann sehen wir ja auch diesen Sprung bei den Nettoeinkommen ist schon durchaus beachtlich, ja, das ist schon sehr, sehr positiv. Es ist im Grunde wirklich nur die Angst, dass OpenAI die Verträge nicht erfüllt und dass die Schulden so hoch sind. Das
Das sind so die beiden Hauptfaktoren, aber ich glaube eben, wenn diese Angst von OpenAI schwindet, dann gerät das Zweitere hier, die hohe Verschuldung, auch so ein bisschen in den Hintergrund und dann ist die Aktie wieder relativ schnell da oben. So, das war's von meiner Seite. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr von den Turnaround-Aktien haltet. Und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und ein Abo und Hypen nicht vergessen, wenn es euch besonders gefallen hat. Das würde mich sehr freuen und den Kanal unterstützen. Und dann hoffe ich, dass wir uns bei einem von den nächsten Videos wiedersehen. Schreibt gerne in die Kommentare, welche Aktien ihr habt. Lasst uns da gerne diskutieren. Und dann bis zum nächsten Mal. Viel Erfolg und ciao.